Ich war vor ein paar Jahren geschäftlich in China. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich am Flughafen angekommen bin und da war so ein Aufsteller. Und da waren verschiedene Symptome aufgeführt. Man sollte bei sich selber beobachten, ob man Fieber hat, Husten, Hals, Muskelschmerzen. Das waren, glaube ich, die Symptome. Das ist ungewöhnlich, das findet man nicht oft. Aber das war damals gerade zur Zeit der Vogelgrippe. Die war dabei, sich auszubreiten auf der Welt. Und man sollte halt danach schauen, ob man diese Symptome hat. Man sollte sich quasi selber diagnostizieren. Hast du diese Symptome? Und wenn ja, dann begib dich am besten zum Arzt. Genau das macht Allah auch im Koran. Er beschreibt Symptome einer Krankheit. Und auch damit wir uns selber diagnostizieren. Nicht andere. Es geht nicht um andere Personen. Und es geht auch nicht um eine Krankheit wie die Grippe oder Corona. Es geht um etwas weitaus Schwerwiegenderes. Es geht um eine Krankheit des Herzens. Und bei dieser Krankheit gibt man etwas vor, was man nicht ist. Man zeigt sich auf eine bestimmte Art und alle denken, dass man so ist. Alle würden schwören, der ist so. Und vielleicht ist er sogar selber davon überzeugt, aber im Herzen ist etwas ganz anderes. Würde man in sein Herz schauen, würde man sehen, es hat nichts mit dem zu tun, was man nach außen hin sieht. Als die Muslime von Mekka nach Medina ausgewandert sind, waren es nur wenige, ungefähr 100. Und als sie dort ankamen in Medina, gab es Leute, die das nicht verstehen konnten. Was stimmt mit diesen 100 Leuten nicht aus Mekka? Ihr hattet ein schönes Leben da. Warum habt ihr das verlassen? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُّؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Wenn zu denen gesagt wurde, glaubt doch wie diese Leute aus Mekka, wie diese 100, die angekommen sind, dann haben einige in Medina gesagt, sollen wir glauben wie die Idioten? Ernsthaft? So wie die? Die Hunde von Mekka, wie man sie genannt hat. Für uns ist das eine Geschichte von früher, aber darum geht es nicht. Warum erwähnt Allah das? Die Muslime aus Mekka hatten alles geopfert, nur um Allah und seinem Gesandten zu folgen. Sie hatten keinen Vorteil davon, nichts. Im Gegenteil. Und für andere war das komisch. Sie haben das gesehen und die Vorstellung, dass jemand einfach nur für seine Religion etwas opfert, einen Nachteil in dieser Welt in Kauf nimmt, war unvorstellbar für sie. Und sie haben auf diese Leute, die das gemacht haben, herabgeschaut, als wären es Idioten. Für deine Religion? Nur weil das in dem alten Buch steht, deswegen machst du das? Irgend so ein altes Buch sagte, du sollst Kopftuch tragen und du riskierst deinen Job dafür? Du hast einen wunderbaren Job und jetzt steht in einem alten Buch, du darfst diesen Job nicht mehr machen. Deswegen gibst du ihn auf? Ernsthaft? Das Wochenende willst du nicht genießen, nur weil das in einem alten Buch steht? قَالُوا أَنُّؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Sollen wir wie die Idioten glauben? Das hört so manch einer von unseren Geschwistern heute. Wie kannst du diesem Buch folgen, wenn das Probleme für dich bedeutet? Sollen wir wie die Verrückten glauben? Allah beschreibt hier ein Symptom, das Herabschauen auf Menschen, die aufgrund ihrer Religion auf etwas verzichten oder bereit sind, Probleme in Kauf zu nehmen. Das ist eines der Symptome. Und dieselbe Gruppe hat noch viele weitere. Das ist nur ein einziges. Allah sagt über sie, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, dann sind sie träge, so faul. Das kann wörtlich gemeint sein, so sie sitzen irgendwo und es ist die Zeit fürs Gebet. Aber allgemein ist es die fehlende Motivation. Das Gebet ist nur eine Störung im Alltag. Jetzt schon wieder beten? Ich bin gerade dabei, dies und jenes zu machen. Bin beschäftigt. Ich weiß noch, wie das bei mir manchmal war früher, wenn ich mitten im Programmieren war. Ich war so versunken darin, dass ich immer gedacht habe, wie jetzt schon wieder beten. Und wenn man dann betet, dann ist man nicht motiviert. Qamu kusala. Träge. Muss das schon wieder sein? Fehlende Motivation ist ein Zeichen dafür, dass das Herz eigentlich Allah gar nicht begehrt.
Und wenn, dann gibt man Allah vielleicht nur das Nötigste. Von der ganzen Gebetszeit die letzten Minuten. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Wenn sie zum Gebet aufstehen, sind sie träge. Du bittest jemanden, etwas zu tun und er wartet fast bis die Frist um ist. Und dann erledigt es so gerade eben. Was würde dir das über diese Person sagen? Wie ernst nimmt sie deine Bitte? Gehen wir nicht manchmal auch mit Allah so um, wenn er von uns ein Gebet erwartet? Wir warten so lange, bis keine Zeit mehr ist und dann bekommt Allah das Nötigste. Das ist ein Symptom, was Allah beschreibt. Von wem? Von jemand, der von außen hin das Beste glaubt und von dem die Menschen das auch denken, aber in seinem Herzen fehlt etwas. Und Allah beschreibt sie weiter. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Und sie spenden nichts, außer es ist widerwillig. Andere bevorzugen, das ist ein Teil von unserem Glauben, von unserer Religion. Ja, er spendet vielleicht. Aber es ist hart für ihn. Unglaublich. Jedes Mal geht im Kopf schon eine Exit-Tabelle los. Die Kalkulation. Was muss ich noch alles bezahlen in dieser Welt? Für einen 5-Euro-Döner haben wir immer Geld, oder? Aber 5 Euro Spenden ist viel härter. Es geht immer die Kalkulation los. Die Excel-Tabelle im eigenen Kopf. Wie leicht hat man Geld für alle möglichen Dinge? Döner, Netflix, alles ist leicht. Außer für Allah. Das ist eine Eigenschaft, die Allah beschreibt von Menschen, die nach außen hin religiös aussehen, aber das Herz spricht gegen sie. Und Allah beschreibt sie weiter. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sie gedenken Allahs überhaupt nicht, außer ein bisschen vielleicht. Was begehrt dein Herz? Wohin laufen die Gedanken, wenn sie frei sind? Kein Geschmack am Koran, am Dhikr. Kein Geschmack. Etwas, was an Allah erinnert, ist schwer. Und Entertainment ist unendlich leicht. Vielleicht, weil man sich vorher ein ganzes Leben überhaupt nicht für Allah interessiert hat. Wenn man das Herz nur mit Junkfood füttert, dann haben diese Dinge auch irgendwann keinen Geschmack mehr. Dann ist das Gedenken Allahs schwer. Und jede Seite im Koran kommt einem vor wie eine Strafe. Eines der Symptome, die Allah beschreibt. Und Allah beschreibt sie weiter. قَالُوا آمَنَّا. Es sind Leute, die sagen, wir glauben. Sie präsentieren das, sie sagen das anderen. Sie sorgen sich darum, was die anderen über sie denken. Religion ist eine Fassade. Jeder andere soll denken, sie sind aufrichtig in ihrer Religion. Aber es sind nur Worte. Allah beschreibt sie zum Beginn der 2. Sure. Und das, was er über sie sagt, sie haben nur Worte. Die Worte sind leicht. Ein Symptom ist, dass die Worte viel sind und die Taten sind wenig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte 3 Eigenschaften dieser Menschen. Die erste war, wenn er redet, lügt er. Sag dem Anrufer, ich bin nicht da. Und du sitzt direkt da. Das Auto, was du verkaufst, hat 200.000 Kilometer gefahren, aber auf dem Tacho stehen 150. Wenn er einen Vorteil für sich selber sieht, lügt er. Solange bis es eine Gewohnheit wird. Und die zweite Eigenschaft, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschreibt, ist, wenn er diskutiert, wenn er eine Meinungsverschiedenheit hat, eine Auseinandersetzung, explodiert er. Kann ich da mal reden? Bei jeder Meinungsverschiedenheit geht er an die Decke. Redet der über mich? Wieso redet der mit mir so? Was bildet er sich ein? Jeder Ratschlag ist eine Beleidigung. Und wenn man ihm etwas anvertraut, dann verhält er sich untreu. Nicht wie der Besitzer der Ware. Er nimmt es locker. Und anvertraut ist nicht nur so wie früher. Anvertraut ist alles, was einem anvertraut wurde. Auch eine Arbeit. Dir wird eine Arbeit anvertraut und der Chef geht davon aus, dass du um 8 Uhr in der Firma bist und bis 16 Uhr arbeitest und nicht zwischendurch chillst. Es ist etwas Anvertrautes. Du kommst zu spät, machst zwischendurch die Pausen länger. Wenn es dir anvertraut wird, dann verhältst du dich untreu. Das, was Allah und sein Gesandter hier beschreiben, das sind Symptome. Symptome von Menschen, die einen besonderen Namen haben. Allah sagt über sie, مُذَبْذَبِينَ
Baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Sie schwanken immer hin und her. Weder sind sie dort und gehören da richtig dazu, noch sind sie hier. Schwanken zwischen wem? Zwischen den Gläubigen und zwischen den Gegnern. Es ist ihre fehlende Loyalität. Manchmal sind sie auf der Seite der Muslime und manchmal auf der Seite der Gegner. Je nachdem, was gerade einen Vorteil bringt. Es gibt einen arabischen Ausdruck für einen Tunnel mit 2 Enden, was ein Tier so in der Erde gräbt. Es gibt so bestimmte Tiere in der Wüste, die machen so einen Bau und der hat 2 Ausgänge. Und wenn von der einen eine Gefahr kommt, dann gehen sie zum anderen raus. Und genauso umgekehrt. Diesen Tunnel nennt man Nafaqa. Und die Menschen, die sich so verhalten, sind Munafiqin. Heuchler ist der Ausdruck. Es sind die Menschen, die Allah beschreibt, die nichts von ihrer Religion im Herzen haben. Allah warnt uns, nicht so zu sein. Er zählt uns diese Symptome auf, damit wir genau wie bei anderen Krankheiten darauf achten, haben wir diese Symptome in uns. Das, was diese Menschen ausgezeichnet haben, war die fehlende Loyalität. Damals war es so, wenn die Gläubigen einen Sieg davon getragen haben, hatten sie keine echte Freude. Das war etwas Gutes für die Muslime, aber sie haben sich nur gefragt, wie sie davon profitieren. Was haben sie davon? Heute passiert uns das auch manchmal. Etwas Gutes stößt den Muslimen zu, aber vielleicht von Muslimen in einer anderen Gruppe, die man nicht mag. Oder es reicht schon, dass jede Freude weg ist. Es ist ein Zeichen von diesen Leuten. Und Allah beschreibt eine Szene am jüngsten Tag, wo alles pechschwarz ist, dunkel, man sieht nichts mehr. Und die Gläubigen haben ein Licht, was sie führt an diesem Tag. Und diese Munafiqin, diese Heuchler, sie denken auch, sie haben ein Licht. Aber für sie wird es kein Licht geben an diesem Tag. Und sie rufen den Gläubigen zu, Alam nakum ma'akum, waren wir nicht mit euch? Und die denken das wirklich. Sie haben wirklich gedacht, sie sind mit den Gläubigen. Sie waren selber sogar davon überzeugt. Jeden Tag im Leben hätten sie gedacht, wieso, wir waren doch eigentlich mit denen. Aber sie erfahren es erst jetzt. Allah erwähnt diese Symptome, dass wir vorher auf unsere Herzen schauen. Ob etwas mit ihnen nicht stimmt, ob wir eines dieser Symptome in uns tragen. Und wenn ja, dass wir nicht die Hoffnung aufgeben, sondern dass wir uns ernsthaft daran setzen, etwas zu ändern. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum.